Ich würde nicht sterben, wenn ich das Kopftuch anhabe. Ich heiße Awed Al-Dobhani, ich komme aus dem Jemen. Ich bin hier seit 3 Jahren. Ich studiere an der Uni Frankfurt, Soziologie mit Jura. Ich bin hierher gekommen, nicht im Studentenwohnheim, sondern ich wohne bei einer deutschen Familie, sind Freunde von meinem Vater. Als ich hier kam, also ich habe immer Disney geguckt und paar Sendungen und uns wurde immer gezeigt, dass in Europa und in Amerika die Familien sind nicht so verbunden. Also die Kinder machen, was sie wollen oder so, aber das stimmt nicht. Sie machen auch Ausflüge, am Wochenende bleiben sie zusammen. Also wie eine typische arabische Familie. Ich weiß nicht, ob es überall in Deutschland so ist oder nur meine deutsche Familie, aber so war das. Viele haben mich gefragt, hast du Boyfriend oder einen Freund oder das Ziel in der Zukunft jetzt zu heiraten? Mit Deutsch denke ich nicht, weil hier die Frauen sind wie Männer. Die Frau macht genauso wie ein Mann. Sie trägt, sie geht einkaufen und in Jemen nie. Frauen sind Frauen. Und ich möchte meine weibliche Ding nicht verlieren, indem ich einen Deutschen heirate und dann er sagt, ja, wir sind 50-50. Du musst einkaufen gehen und alle Tüten tragen. Das kenne ich nicht. Hier in Deutschland habe ich gelernt, wie ich selbstständig sein kann. Ich habe hier gelernt, wie ich Fragen stellen kann. Also in Jemen habe ich einfach keine Fragen gestellt. Ich war echt schüchtern. Mein Bruder hat mich mal besucht, glaube ich, vor 2 Jahren oder einem Jahr. Und dann waren wir auf der Straße und ich habe gefragt und alles Mögliche gemacht und war er, wait, seit wann bist du so? Ich bin ein bisschen erwachsener geworden, weißt du, 3 Jahre. Als Tipp würde ich sagen, also für die ausländischen Studierenden, sie müssen wirklich die Sprache systematisch lernen und sie müssen sich halt integrieren, aber ihre Kultur nicht hinterlassen, das ist sehr wichtig. Und für die Deutschen würde ich sagen, wenn ihr Ausländer seht, bitte nehmt Berücksicht. Es ist schwer für uns, es ist hart, wir sind hier alleine, besonders die Studenten, ohne Eltern, ohne Verwandten und wir versuchen halt einen Kreis, um uns zu finden und Freunde und so. Und wenn jemand so ganz direkt zu uns sagt, du musst dich integrieren, du bist nicht in deinem Heimatland, dann das prägt uns. Also es ist wirklich traurig. Ich habe viele Menschen verloren, also gestorben. Und ich bin hier. Das ist das Schlimmste. Also alles kann man vergessen, aber wenn jemand gestorben ist, dann ist es ein bisschen schwierig. Du kannst nicht Tschüss sagen. Also einmal habe ich eine Freundin angerufen und die Mutter meinte, ja, sie ist heute gestorben. Das war Zufall wegen des Krieges und so. Sie war nicht krank, sie war 19, sie war in der Uni. Das ist schwierig. Und wo man denkt, okay, ich möchte weinen, aber mit wem? Wenn man bei der Familie ist, dann die Mutter ist da der Vater aber. Ich bin jetzt seit 3 Jahren, ich habe meine Familie bis jetzt nicht mehr besucht. Mein Vater hat mich 2-mal besucht, er arbeitet bei deutschen Organisationen, deswegen ist es einfacher für ihn. Mein Bruder aus Indien, aber meine Mutter, die andere Geschwister nicht. Man findet sich in der Nacht alleine und dann denkt man daran, hofft man das Beste und schläft. Aber im Laufe des Tages muss man leben. Ich sehe ja Menschen und ich kann nicht ganz so aussehen. Geht nicht. Du hast gefragt, warum muss man glücklich aussehen eigentlich? Weil niemand weiß, dass es in Jemen Krieg gibt. Und hier in den Medien wird immer über Syrien oder andere Länder, es ist auch klar, aber in Jemen ist es ein bisschen bedeckt, würde ich sagen. Der Krieg ist zwischen Saudi-Arabien und Iran. Die Sache ist zwischen Schiiten und Sunniten. Und eigentlich in Jemen gab es dieses Problem nicht. Bei uns übrigens redet man nicht über Religion. Man fragt auch nicht danach. Du bist ein Mensch und du musst respektiert werden, Punkt. Manchmal lese ich die Nachrichten und denke ich mir, ich verstehe das nicht. Das war nicht so. Als ich hier kam, mir wurde ständig gesagt, ja, warum trägst du Kopftuch oder so. Manchmal finde ich, aus Interesse ist gut, man fragt, aber manchmal man kommt so tief und fängt man zu kritisieren, nicht zu fragen. Ich bin hier, ich bin damit zufrieden, ich mache das gerne und ich trage mit Stolz. Wenn ich auf die Straße laufe, ich schäme mich nicht, ich versuche mich nicht zu verstecken. Ich bin stolz darauf und bitte
habe Verständnis. Ich würde nicht sterben, wenn ich das Kopftuch anhabe. Das ist eigentlich mein Ziel. Ich möchte auch meine Eltern glücklich machen und stolz auf mich sein, dass trotz, dass ich hier alleine bin und ich habe wirklich die Freiheit und ich kann alles Mögliche machen, trotzdem mache ich das nicht wegen Religion, Kultur und auch meine Familie, meine Eltern. أحبكم وشكرا لكم دعمتوني وسفرتوني مع إنه صعب على طالبة يمنية إنها تطلع لوحدها هنا بالغربة وبنتكم الوحيدة أني وبننتكم وعملت مشاكل كثير لكنكم تحملتوني وإن شاء الله أكون قد المسؤولية وارفع راسكم يا رب في معدل قوي وشغل تمام وكل شيء يكون مية مية ويجنن.